After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan her revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. She had decided he had to die. The men at Crow's Perch, they spoke of this place. Ardserbin, home of the ladies of the wood. The peasants feared coming here, and the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. He found his wife, took her away, somewhere far. Anna, she was unwell. A true shame. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum Grundkurs Gaming Jungs und Mädels. Ich bin Geralt von Riva, gelernter Ziehvater von Ciri, und wir sind jetzt also offensichtlich unterwegs, damit Ciri ihre Rachemission ausführen kann. So, und zum Hexensabbat wollen wir uns also treffen. Der muss jetzt demnächst sein. Wir erkundigen uns erstmal ein bisschen. You actually know this area? Centuries ago, it was a hallowed site for druids. But then the crones arrived, destroyed the Velen Circle, and deformed the sacred oak atop the mountain. An important feast is observed here annually. The Sabbath, they call it. All the local folk attend. I suspect Imlerith attends too, as the crone's guest. Seem to know it well. Havelark's a good tutor. Aha, und mit dem Muhmen haben wir auch noch eine Rechnung offen. Leider konnten wir in der Zwischenzeit immer noch nicht unsere Ausrüstung verbessern. Na gut, da müssen wir jetzt durch. We stand to find Imlerith here? You sure? Avilark told me of beings who commune with the NL elves. They can be found in every part of our world. In Velen, the crones do this. Apparently, Imlerith came here at Eredin's behest, to order the crones to keep their eyes open and ears pricked, in case Avilark were to seek shelter in his Velen hideout. Took the order literally, judging by all the ears hanging in the woods. Think Imlerith might still be here? He craves the pleasures of the flesh, wine, sex. The crones indulge him, flatter his ego. I'm certain he'd not let this opportunity pass, and will be on Bull Mountain for the Sabbath. Oha, da haben wir's. Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. Der Kahlen Berg, eine neue Peasant folk of Quest. Velen call this night the Feast of Gifts. I've no idea why. Na wundertoll. Das heißt ja nichts Gutes. So, wir schauen mal. Eine Stufe 26 Quest. Na gut, dann kommen wir mit unserer Ausrüstung bestimmt hin. Die Nebenquests sind noch da, die Hexeraufträge auch. Das finde ich sehr gut. Haben wir irgendwelche Fehlschläge, was wir nicht gemacht haben? No. Okay, alles klar. So, dann schauen wir mal. Blut auf dem Schlachtfeld. Die Explosion von Ciris Macht hatte alle erschreckt, am meisten sie selbst. Es war klar, dass kein weiterer unkontrollierter Ausbruch geschehen durfte. Als die Zauberinnen nach Novigrad aufbrachen, um die Loge zu versammeln, blieben Ciri, Geralt und Avalach noch ein paar Tage in Kaer Morhen. Der Wissende hoffte, Ciri einige Kniffe zur Kontrolle der Macht beibringen zu können. So, ich hatte ja gehofft, dass die Muhmen nochmal irgendwie, dass wir deren Weg nochmal kreuzen. Finde einen Weg auf den Berggipfel. Ja, das hatte schon beim letzten Mal nicht geklappt. Da sind wir dann an einer verschlossenen Tür stehen geblieben. Wesemirs Tod hat ein großes Loch in Ciris Herzen hinterlassen, das ein glühendes Rachebedürfnis nach sich zog, um es zu stopfen. Das Bedürfnis loderte erst recht auf, als sie von Avalach erfuhr, dass Imlerith, der General der Jagd, der Wesemir ermordet hatte, am Sabbat der Muhmen auf dem Kahlen Berg teilnehmen würde.
Ciri witterte Blut und beschloss sofort in das Niemandsland zu reisen und Imlerith zu töten. Geralt, sonst stets der praktische berechnende Hexer, gab den Wünschen seiner Adoptivtochter wie üblich auf der Stelle nach und erklärte sich bereit, sie auf dieser Expedition zu begleiten. Und so verließen die beiden Kaer Morhen beim Morgengrauen und galoppierten ihrer Rache entgegen. Na super, so, haben wir irgendwie noch Punkte übrig, die wir ausgeben können? Na, wir haben einen Punkt, den können wir leider nicht so richtig gewinnbringend investieren im Moment. Weil wir keinen Slot mehr übrig haben. Den bekommen wir erst auf der nächsten Stufe, bei der wir allerdings gleich angekommen sind. Und dann werden wir hier tödliche Präzision nehmen, glaube ich. Das sofortige Töten, ja, 2% ist jetzt nicht so irre viel, aber ich glaube, das ist so eine der nützlicheren Sachen, oder? Alternativ könnten wir auch unsterblich nehmen, was vielleicht nicht so verkehrt ist. Ach, jeder Adrenalinpunkt erhöht die Chance auf sofortiges Töten des Gegners um 1%. Aha, 3 Adrenalinpunkte können wir, glaube ich, haben maximal. Ja, das würde sich ja dann doch irgendwie lohnen. Gerade da wir ja jetzt dieses haben, dass wir sofort Adrenalin bekommen und das auch ziemlich schnell steigern inzwischen. Okay, ich würde sagen, wir folgen erstmal Ciri. Oha, eine Menge Spuren haben wir hier, die können wir auch untersuchen. Loads of footprints. A crowd of peasants came through here. Mhm. Ein Haufen Bauern. Ja, dann schauen wir mal, wo die Spuren hinführen. Die werden ja wissen, wie man da hochkommt. Vorne haben wir schon irgendwas. Geräuschmäßiges. claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalog's student. Mhm. Der Navigator also, Caranthir, wurde von Avalach ausgebildet, der Berater des dahingeschiedenen Königs war. Tja. Geralt? Wir reden mal mit den Leuten. Let them approach. But they've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that away, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. Tja, okay. We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Oha. Ja, irgendwie müssen wir hochkommen, ne? Auf dem Berggipfel. Ganz klar. Oder Imlerith merkt, dass Ciri hier ist und kommt runter. Das wäre die andere Möglichkeit. Ciri sitzt immer so elegant da, ne? Und Geralt immer so richtig wie so ein Bauer. Mentioned a gate. Said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year, young lads and lasses climb the mount, but never more than 3. Let me guess. The young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen. Off they go to seek fortune in the wider world. Mhm. Okay. Merkwürdig. Ladies of the wood visit you? If they favor us. My father told me they descended once. Passed from fire to fire, listening to hopes and grievances. So each year, we wait for them to walk amongst us once more. Haven't done it in a long time then. No point waiting to see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak.
This celebration, what's it about? What do you need to know, Wanderer? No need for anger. The White Ones serve the ladies as we do now. We send them gifts all year long, and on this night, they repay us with their blessing. I met one of your gifts to the crones. Snivelling, scared to death, and about 8 years old. Stay calm. Okay. Said the ladies bestow blessings on you. Aye, for our lives turn thus. First a summer of labouring neath the hot sun, then autumn rains, then a winter of death. Then we await spring, when all that is dead is born anew. And from our blood and sweat the oak bears acorns, at times few, at times a handful. What do you do with the acorns? The Velen elders gather, hold council. Some favour grinding them to spread on the fields for a rich harvest. Others want them given to a cunning woman who'd make medicine for consumption. A handful of enchanted acorns is enough for all Velen. 'Tis never enough. Na toll. Your children. Why do the ladies need them? We know not and never ask. You don't know? Then let me tell you. Tell us instead what a peasant, his own young and starving, is to do with a wandering war orphan. You're not from here. Don't judge us by others' laws. Tja, die Muhmen scheinen ja früher tatsächlich Schutzgottheiten und auch Fruchtbarkeitsgöttinnen gewesen zu sein. Aber inzwischen ja, sind die scheinbar etwas dekadent geworden und kommen ihren Aufgaben nicht mehr so richtig nach. Eher im Gegenteil. Heard enough about this. We've got other questions. We should be going. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thekla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. Thekla. Eine Spinnengöttin. Göttin, Fragezeichen. Ach, und das hier ist das Lager, das immer so mega verlassen war. Und inzwischen gibt es ja aber sogar einen Schmied und einen Händler. Greetings. Ja, zeig doch mal. Wouldn't mind a look at your stock. Aha, der Mann hat Likör. Kirschlikör 33. Kauf mal. Ich meine, wir haben echt eine Menge Geld. Wir mussten nicht mal das Geld des Kaisers nehmen. Wobei ich mich immer noch frage, ja, wie unser Pferd eigentlich aussieht. Das können wir demnächst mal rufen. Ich meine, jetzt gerade brauchen wir es nicht. Aber wenn wir es mal brauchen, ja, der hat Geld, der Mann. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd, ja, verkaufen wir. Ach, hätten wir vielleicht lieber beim Schmied verkaufen sollen, aber was soll's. Der Winterklinge wollte ich ja eine Kiste tun. Habe ich da nicht gemacht. Was haben wir denn hier noch? Das sind die Vena-Runensteine. Ja, hier bekommen wir nicht so richtig viel dafür, aber hey, was soll's. Der kann weg. So, einfach mal unser Inventar hier so ein bisschen ausmisten wenigstens. Und hier haben wir noch Unmengen von Zeug irgendwie rumzuliegen. Aber dass wenigstens da vorne unser Waffeninventar ein bisschen sortiert ist. So, wir gehen mal zu dem Schmied hier rüber. Waffenschmied. Yeah? Let me see what you're offering. Hat er was Spannendes? Upsi. Ein bisschen Saft hat er. Und Diamanten. Einen makellosen Diamanten sogar. Ja, cool. Nicht die richtigen Runensteine. Pergament. Die Schemata haben wir, glaube ich, alle, ne?
Die Informationen bleiben nach dem Lesen erhalten. Aha, okay. Also könnte man die auch wieder zurückverkaufen. So, zerlegen, nein. Verbesserungen entfernen, nein. Reparieren, nein. Da wollten wir hin. So, und dann schauen wir mal. Der Typ ist Anfänger. Das heißt, er kann uns leider überhaupt nichts herstellen. Und wir brauchen aber einmal Wachs irgendwoher noch. Das ist ein guter Hinweis. Wir gucken mal. Ob wir alle Zutaten haben. Katzenhandschuhe haben wir doch, oder? Ach nein, die überlegenen Sachen bauen wir schon zusammen. Oha. Okay. So, einmal Wachs brauchen wir. Da können wir vielleicht eine Kerze schmelzen oder sowas, die wir im Inventar haben. Wir haben bestimmt noch irgendwo eine. Hierfür haben wir auch alles, wie es aussieht. Ich hoffe, wir haben auch alles in ausreichender Menge. Die Meriziumplatten, okay. Haben wir aber ausreichend. Ja, das sieht alles nicht so knapp aus. Hier bräuchten wir noch einmal einen Dunkelstahlbarren. Mal sehen, ob wir uns den gleich herstellen lassen können. Hier brauchen wir auch einen. Also 4 bräuchten wir, 2 müssten wir uns noch herstellen lassen. Okay, dann lassen wir erstmal was reparieren. Ja, wir müssen echt mal zu diversen sehr guten Schmieden, nämlich auf Krähenfels und auf in Novigrad. So, ist das auch hier? So, Dunkelstahlbarren. Achso, kann er nicht herstellen? Ach, das wird wieder zerlegen. Mal gucken. Haben wir eine Kerze, die wir zu Wachs machen können? Hier haben wir. Ja, Wachs und Schnur, okay. Damit haben wir schon mal das Wachs. Und was brauchen wir für die Dunkelstahlbahn? Das kann ich auch direkt mal nachgucken. Warum gibt es da verschiedene? Aus Stahlbarren und Dunkeleisenerz können wir die herstellen lassen. Okay. Oder aus Dunkeleisenbarren und Stahlbarren. Okay. Da gibt es also 2 verschiedene Herstellungsprozesse. Da können wir uns locker welche herstellen lassen. Er kann es nur nicht, weil seine Stufe zu niedrig ist. Okay. So long. In dem Fall alles cool. Und wir können Thekla mal aufsuchen. Good ladies, merciful ladies. Die gnädigen Frauen, ganz bestimmt. Look, a child. Und gleich wird's runterfallen. No, a godling. I know him. Name's Johnny. Ach, Johnny ist hier? Well, old B, you're back. And I see you found your lass. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided though it was. See, I saw you running. Your back to me. As I was having the pleasure of... Oh, 'tis a long story. They call me Ciri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? Tja, was machst du hier? What are you doing here? Last we met, you and the crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their peculiar way, the crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about, and go home with the rising sun. What about you? We gotta climb the mountain. Can you help?
I'd rather try to dissuade you. I'm certain that would be in vain. The lass, she as stubborn as you? Even more so. Figured as much. Path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. Oha, na mal gucken. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the crones. Big bloke, in full plate? Going the right way, he's atop the mountain all right. You've seen him? Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Why are you Aha. looking for him? He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape before that one. The key. Why do you doubt we can get it? Good grief, you're worse than children. 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the ladies. I believe I qualify. But he's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding lost voices. Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. Na super. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again, someday. Na dann wissen wir, was wir zu tun haben. Rising, owls hooting, fires just a Ja. Thekla. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass der Name viel Gutes verheißt. Aber hey, wir schauen mal, was wird's denn hier? Ach, Hopfen. It's not ready. You've got to wait. Hier haben wir noch einen Händler. Da denken wir mal kurz vorbeischauen. Ach, ist wieder so ein fahrender Händler. Wouldn't mind a look at your Aber stuff. dem waren wir scheinbar noch nicht. Dafür hat er aber auch nichts Sinnvolles. Farewell. Ein hübsch großes Feuer. Wenigstens werden hier keine Hexen oder Anderlinge verbrannt. But we... Ye shan't meet the ladies, begone. No. Pech gehabt. It's clearing up. Who's that? Well, come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man? Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. Das war einfach. If she goes up the mountain, I go with her. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl wanna send alone. What's this about? What have you chosen her for? Tell him. Each year, 3 chosen have the honour to meet the ladies. What happens after they've had this honor? When they return, they speak of the past no more. Joy rules them and they start life anew. The lass were not the first to be chosen this day, but the moon hangs high, so she's like to be the last. You misjudged me. I'm worthy as anyone. Girl, He's sprier than any youth. Only smells like corpses because he kills monsters. And he'll kill any who stand in his way. perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet.
By ancient right you may appeal my choice. But to do so you must best the challenge. Oha, das war ja klar. What kind of challenge? Tell him. You must descend into the cave and bathe in the waters below the earth. What's the catch? The water's deep. The water's murky. Und voller Monster. I accept the challenge. Come. Na super. Wäre sonst auch zu einfach gewesen. Look this over. A coin from days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Defier's Auren. Spring hinterher, fang sie in der Luft. Now, bring me the coin. Tja, er kann nicht so schwierig sein. Something's nigh. Ungefähr kommt. Was, wo, wann? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir springen da runter. Ups. Ach mal, da wächst Zeug. Lalala, abgelenkt. Okay, cool. Also da ist direkt eine riesige Höhle. Ach, bereit. Lässt sich bitte vernünftig steuern. Danke. So, eine Armbrust brauchen wir. Stufe 5 Altpunkt, ne? Oh nein, wie mächtig. So, in so einer ähnlichen Höhle waren wir ja schon mal. Als wir mit Jennifer auf der Suche waren. Und ich denke, nur vorsichtshalber, ich weiß tatsächlich nicht, wie tief die Höhle ist, aber vorsichtshalber werden wir einen kleinen Trank zu uns nehmen. Ja, kein Absud, sondern einen Schwertwal. Da ist er. So, na dann wollen wir mal. So, hier könnte man nach rechts abbiegen. Da gibt es irgendwas. Kann man hier auftauchen? Zum Luft holen. Ah, da kommt man nicht ganz durch, okay. Oh, da ist eine Kiste. Die habe ich gerade voll übersehen. Wie konnte das passieren? Also er hat so eine leere Flasche. Achso, und das Ding liegt angeblich schon da drüben. Ich würde aber trotzdem voll gerne nochmal da runter tauchen. Machen wir auch gleich. Mal sehen, der Schwertwal hält nicht mehr so lange. Also, schwimmen wir hier einmal kurz zurück. Und dann tauchen wir mal in den anderen Höhlenarm rein. So, atmen, 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 atmen. Wenden und tauchen. So, hier soll die Münze liegen schon, ja. Da war es auch rot. So, und wir schauen mal, ob sich hier noch irgendwo was verbirgt. Okay, also die Höhle ist nicht so wirklich riesig. Jedenfalls hier der Unterwasserteil. Und ich schätze mal, das hier wird dann der Ausgang schon sein. Ach, Geralt. Also nehmen wir die Münze gerade mit und tauchen dann hier in die Richtung weiter. So. Jetzt werden wir Tekla die Münze geben. Ach, wenn Geralt sich jetzt vernünftig umdrehen würde. Dankeschön.
So, wenn wir schon mal hier sind, ne, wir gehen einfach durch die Höhle hier durch. Da wachsen ein paar Pilze. Kommen wir nicht hoch? Aha, hier kommen wir scheinbar nur von der anderen Seite weiter. Aber was natürlich super schade ist, oder? Gibt es hier irgendwo einen Weg an der Seite? Nope, da kommen wir nicht durch. Schade. Ich wäre da so gerne noch ein bisschen weiter gestromert. Aber es geht nicht. Tauchen will halt. Okay. So, also einen Schwertfalltrank braucht man hier tatsächlich nicht unbedingt. Aber hey, was soll's. Wir hatten ihn, wir haben ihn benutzt. Also die Herausforderung hier ziemlich lächerlich. Wir machen hier an der Stelle beim nächsten Mal weiter, Jungs und Mädels. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.